Ich glaube es nicht! Nicht nur, dass dieser Kerl allen Assassinen entkommen ist. Er hat auch noch einen von uns 5 getötet. Obwohl es fast unmöglich ist, uns umzubringen, wurde mir zumindest gesagt. Oder sie. Wie bitte? Ich meine, die Person, nach der wir suchen, könnte auch eine Frau sein. Meine Liebe, wir haben dich nicht in diesen illustren Kreis gerufen, um deine Meinung zu hören. Wir brauchen dich nur als Kämpferin. Und vielleicht noch, um gut auszusehen. Mein Doge, warum esst ihr überhaupt noch etwas? Ihr seid tot. Soll ich deswegen etwa auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichten? Auf das Zeugen des einen oder anderen Erben? Bei allem Respekt, Euer Exzellenz, eure gewaltige Macht war uns auch keine große Hilfe. Diese Person ist entkommen. Wir müssen unsere Pläne ändern. Lasst mich das angehen. Ich kann die Stadt durchkämmen und diese Person ausfindig machen. Aber nicht nur mit roher Gewalt, sondern mit Geschick. Meine Stärke entstammt der Begabung, mit korrupten Leuten auf die richtige Weise umzugehen. Und glaubt mir, jeder Mensch kann manipuliert werden. So soll es sein. Finde diese Person. Dazu brauche ich allerdings die uneingeschränkte Befehlsgewalt über Venedig. Seine Exzellenz der Doge wird euch sicher alle Mittel zur Verfügung stellen, die ihr benötigt. Stimmt das nicht, Eure Hoheit? Also, uneingeschränkte Befehlsgewalt? Ich bin mir nicht sicher. Es ist zum Wohle von uns allen und für den Erfolg unserer Bemühungen. Na, was soll's. Tun wir es! Meine Wachen sind sowieso ein Haufen unfähiger Verräter. Lassen wir es ihn versuchen. Ich habe euer Wort. Ich werde tun, was ich für nötig erachte. Und ihn finden. Oder sie. Er kommt mit uns. Nein, nein, bitte! Hör auf. Wir bringen ihn auf unser Schiff. Und dann wird er für seine Taten bezahlen. Aber er hat doch gar nichts getan! Schweig! Nein, bitte! Schweig, hab ich gesagt. Hab keine Angst. Mir wird nichts passieren. Bewegung. Los! Ich sagte doch, dass diese persischen Söldner ein Problem sein würden. Wir müssen etwas tun. Du hast recht. Ich werde nach Hilfe suchen. Gut, gehen wir. Mein Mann, oh mein geliebter Mann, er hat nie etwas falsch gemacht. Und jetzt nehmen ihn diese brutalen Soldaten gefangen und bringen ihn auf ihr Schiff. Ich werde ihn finden und nach Hause bringen. Das wirst du? Oh, danke, meine Liebe. Da bist du ja. Dann wollen wir mal sehen, ob du diejenige bist, für die ich dich halte.
Triff mich in der Bibliothek. Und ja, ich werde diese Tür hinter mir abschließen. Also kennst du die Pfade der Toten. Aber weißt du auch, dass immer ein Preis zu zahlen ist, wenn man sich mit der dunklen Macht einlässt? Viele von uns wussten das nicht und dann war es zu spät. Einige sind zu weit gegangen, obwohl sie gewarnt worden sind. Oh, diese Verfluchten! Wir hätten sie einsperren und danach in brennendes Öl werfen sollen. Und dann, oh ja, hätten wir sie am besten am höchsten Fahnenmast der Stadt aufgeknöpft oder nur ihre Köpfe aufgespießt, als Warnung für andere, dass dies die zu erwartende Strafe sei. Also ist Nekromantie durchaus gefährlich. Gefährlich ist etwas untertrieben. Nun genug davon. Du bist jetzt eine von uns. Das Netz der Maske ist ein Bund gebildeter und zum größten Teil reicher Venezianer. Wir sammeln das Wissen der Welt. Und wir nehmen uns die Freiheit, uns nicht nur das Wissen anzueignen, dessen Studium erlaubt ist. Geh und erkunde unser Haus. Suche dir einen Ort, an dem du bleiben möchtest und schlafen kannst. Wenn du dich erfrischt hast, suche mich im Studierzimmer auf. Ich weiß nicht. Sieht gut aus. Für dich tun an diesem schönen Tag. Welche Geheimnisse verbirgt dieses Gebäude? Die wahre Frage lautet, was hat Viktor in dieser Villa versteckt? Ich verstehe nicht. Damit wären wir schon zu zweit. Unsere Gilde hat ihr Bestes getan, um das Geheimnis zu lüften. Doch wir machen kaum Fortschritte. Unser seltsamer Gefangener sprach vom untoten Fürsten. Und ich bin sicher, er meinte Viktor. Viktor war einmal Angehöriger unserer Gilde. Der Beste in der Kunst der Totenbeschwörung. Es gibt ein Problem, bei dessen Lösung du mir helfen kannst. Und dies wird dir sicherlich auch einen Einblick in die Welt der Toten verschaffen. Du wirst überraschende Entdeckungen machen. Erzähl weiter. Also hör mir zu. Seit Viktor dieses Gebäude verlassen hat, ist es mit dunklen Geistern angefüllt. Es ist wie ein Fluch, verfolgt uns, flüstert uns zu, raubt uns den Schlaf. Du und ich, wir müssen diesen Fluch aufheben und die Frage beantworten, was hat Viktor in diesem Haus versteckt und wo genau? Ich gehe davon aus, dass Viktor etwas in diesem Haus versteckt hat. Ein Leuchtfeuer für die Toten, das sie in unsere Welt zieht. Dieses Ding müssen wir finden. Zunächst brauchen wir sein Tagebuch. Das wird uns sicherlich weiterhelfen. Er hat davon geredet, als er noch zum Netz gehört hat. Und ich habe nun endlich den Schlüssel für sein Haus. Also nimm den Schlüssel und finde sein Tagebuch. Was, wenn... Sorge dich nicht, das Haus ist verlassen. Viktor lebt jetzt im Palast des Dogen, dieser Verräter. Oh, er sollte im höchsten Turm eingesperrt sein, ohne Licht, Brot oder Wasser. Und er sollte dort verdursten und verhungern. Genau das verdient er. Und dann, ja, dann sollte man ihn in kleine Würfel schneiden und in heißem, blubberndem Öl kochen. Sobald ich das Tagebuch habe, werde ich zurückkommen. Ja gut. Aber pass auf Fallen auf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er sein Haus irgendwie geschützt hat.
Jetzt macht das Tagebuch ausfindig. Viel Glück! Ich möchte Fertigkeiten der Nekromantie lernen. Ich weiß viel über die dunkle Kunst der Nekromantie. Ich bin bereit, dieses Wissen mit dir zu teilen. Ich weiß nicht.
Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Weiß nicht. Ich habe Victors Tagebuch. Ah, unglaublich. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich übersetze diese Geheimschrift. Mal sehen. Ah, darin werden seine bösen Pläne enthüllt, den Tod auszutricksen und ein mächtiger Nekromant zu werden. Siehst du? Warte, ich gebe dir die Übersetzung, dann kannst du Victors Plan selbst lesen. Aber egal, der wichtigste Abschnitt ist dieser hier. Er schreibt von einem Brief, den er abfangen muss. Und ja, als Victor gegangen ist, wurde ein Bote von den Schattenflügeln vermisst. Er wurde zuletzt an der Südbucht gesehen. Wenn wir diesen Boten finden, können wir mehr in Erfahrung bringen. Ich gehe sofort dorthin. Warte, ist der Bote nicht wahrscheinlich längst tot? Natürlich, deswegen schicke ich auch dich. Oder glaubst du vielleicht, deine Kräfte könnten nicht stark genug sein? Vielleicht hast du recht. Hör zu. Kennst du die hohe Kathedrale im inneren Bezirk? Ihr Dach ist zerstört. Du kannst sie leicht von weitem erkennen. Aber das Haupttor ist verschlossen. Und ich fürchte, diesmal gibt es keinen Schlüssel. Du wirst einen Umweg nehmen müssen. Wenn deine Kräfte stark genug sind, begib dich zur Südbucht und suche dort die Leiche des Boten. Viel Glück! Auf Wiedersehen. Sieht gut aus. Warte einen Augenblick. Wer bist du und von wo kommst du? Ich bin eine Angehörige des Netzes der Maske. Jetzt, wo du es erwähnst, ich sehe dein Abzeichen. Du kannst also nicht der Fremde sein, nach dem wir suchen.
Du darfst passieren. Du hast kein Recht, hier zu sein.
Oh, nicht so schnell. Wer bist du und woher kommst du? Ich bin eine Angehörige des Netzes der Maske. Jetzt, wo du es erwähnst, ich sehe dein Abzeichen. Du kannst also nicht der Fremde sein, nach dem wir suchen. Du darfst passieren. Für einen Arzt siehst du ziemlich seltsam aus. Ich bin kein Arzt. Hast du einen erwartet? Oh, meine Frau ist so krank. Ich habe schon vor Tagen einen Arzt gerufen. Wenn sie keine Medizin bekommt, wird sie bald sterben. Mir wurde gesagt, dass ein Paket mit dem Heilmittel, ein grünes Paket, schon vor Tagen im Handelszentrum eingetroffen ist, im Lager auf dem Dach. Aber niemand hat es mir gebracht und ich kann meine Frau nicht allein lassen. Ich werde nach der Medizin suchen. Du bist unsere einzige Hoffnung. Entschuldigung, wer bist du und woher kommst du? Ich bin eine Angehörige des Netzes der Maske. Jetzt, wo du es erwähnst, ich sehe dein Abzeichen. Du kannst also nicht der Fremde sein, nach dem wir suchen. Du darfst passieren.
Willkommen. Zeig mir das. Wenn ich auf belanglose Plaudereien stehen würde, hätte ich mir eine andere Arbeitsstelle gesucht. Was willst du? Hier ist der Zutritt verboten. Ich muss eine Medizinlieferung abholen. Sehe ich aus wie eine Apotheke? Ich habe keine Medizin. Verschwinde. Ich weiß, dass die Medizin hier ist. Nun, vielleicht wurdest du ja belogen. Ich weiß, dass die Medizin hier ist. Wenn du sie mir nicht freiwillig gibst, muss ich Gewalt anwenden. Glaub mir, das solltest du lieber lassen. Naja, vielleicht sollten wir das doch anders lösen. Aha, auf einmal. Also, was schlägst du vor? Vielleicht könnten wir das doch etwas anders angehen. Jetzt reicht es mir aber lang. Vielleicht gibst du sie mir, wenn ich sage, für wen sie ist? Ist mir doch egal, für wen die ist. Ich gebe sie nicht heraus. Aha, du gibst also zu, dass die Medizin hier ist. Na, und wenn schon? Selbst wenn sie hier wäre, du würdest sie nicht bekommen. Sie ist für eine alte, kranke Frau. Was soll sie noch Medizin nehmen, wenn sie sowieso schon so alt ist? Wie herzlos. Sollten Wachen nicht den Schwachen helfen? Und das tun wir auch. Und Zivilisten sollten Wachen nicht reizen. Vielleicht, aber ich brauche die Medizin. Du scheinst sie ja wirklich sehr zu brauchen, so hartnäckig wie du bist. Nun gut, ich bin gerade guter Stimmung. Du kannst ein wenig haben. Herzlichen Dank. Ja, ja. Die Medizin ist in der Truhe neben mir. Du kannst sie jetzt öffnen, aber mach schnell.
Was machst du in meinem Haus? Verschwinde! Worte können nicht ausdrücken, was du gerade getan hast. Meine Frau wird überleben. Wir haben nicht viel. Doch nimm dies als Zeichen unseres Dankes. In unserem Haus wirst du immer willkommen sein.